Ich fühle mich auch ein bisschen immer gespoilert, wenn ich so diese Bilder sehe, von diesen Speicherbilder. Wer sind diese 3 Personen? Werden wir erfahren. Oh, ich freue mich immer noch so richtig doll, dass wir diese Kartenrücken haben. Die sind so hübsch. Ah, du hast eine Smartwatch bestellt? Cool. Und dann komme ich mit so, ja, ich habe so mir ein Dungeon and Dragons Starter Pack gekauft. Ah, stimmt, wir können... Oh Gott. The others are splayed out on the deck of the sand skiff, barely moving. Things may take a dark turn if Trollis doesn't hurry. Ich hatte gestern ein bisschen Lust gehabt, Voice of Cards zu spielen. A musty smell wafts from the rocky area beyond. Maybe there could be some water there. Ich hätte ein bisschen Bock, Voice of Cards zu spielen, aber diese Spielhalle. Aber dann dachte ich so, nee, kann ich nicht machen. Aktuell laufe ich ja nur mit dieser Dame rum. Also, ja. No sooner does the thought cross Trollis's mind than a monster attacks from the shadows. Oh, verstehe, okay. Wir kämpfen auch zum ersten Mal mit ihr, wollte ich nur mal erwähnt haben. Also, ich kann sagen, ich besitze keine Smartwatch. The rush of victory over the monster is short-lived, as there doesn't seem to be any water nearby. Das Einzige, was ich um mein Handgelenk habe, sind zwei kleine süße Ketten. Mehr auch nicht. Muttering, water, Trollis stares at the defeated creature. The beast does seem to have a great deal of, well, liquid. Oh, wir müssen anscheinend Monster essen oder trinken. Oh, uah. Ew. With a great squelchy squeeze, Trollis wrings the fluid out of the creature's body. Ich hatte auch eine Kette am Bein, aber ich bin sehr oft an gefühlt überall hängen geblieben und irgendwann ist sie kaputt gegangen. Ich bin immer noch sehr traurig, aber seitdem habe ich dann gesagt, okay, lassen wir mal, so tollpatschig wie ich bin. Wasser für alle, endlich etwas zu trinken. Wir müssen unsere Tradition weiterhalten, Freunde. Wir müssen gleich in eine Spielhalle gehen. Trollis returns to the sand skiff and helps everyone drink some of the slime juice. Each, in turn, regains their vitality. Bei mir war es halt so, dass es wichtig war, dass ich was hatte, was ich das abmachen kann. Weil früher mein Sportunterricht war es auch irgendwie wichtig, das abzunehmen. Auch wenn ich meine Socken darüber hängen konnte, habe ich lieber abgenommen. Weil, wie gesagt, ich überall und alles hängen geblieben bin. The juice is faintly sweet and tasty. Polka asks, "Where'd you come by this stuff?" However, Trollis's reply leaves something to be desired. Squeezed it. Everyone drank. Everyone better. Polka inclines his head, deep in thought. But fruit is rare and hard to come by. The group decides to have Trollis lead them to where she located the sweet liquid.
Geh zur Felsenwand und hol mehr von der leckeren Flüssigkeit. Lecker, wir können noch mehrere Monster ausdrücken. Warte, Akari, Logor und Erimus schließen sich der Gruppe an. Du kannst dich jetzt mit Sprüngen fortbewegen. Möchtest du deine Gruppe anpassen? Ja, möchte ich. Ja, ich möchte die eigentlich nach vorne holen. Dann kommt die... Ah, warte. Perfekt. Können wir ihr ein paar Monster geben? Haben wir welche übrig? Verstehe. So, jetzt hat sie ein Monster und wir brauchen mehr Monster. Wollen wir noch schnell eine Spielhalle, bevor wir weitergehen? Ich müssen eine Spielhalle. Bitte wähle jetzt die Regeln aus, nach denen du spielen willst. So, wir haben letztens das geschafft und jetzt machen wir das hier. Let's go. Freunde, wir kriegen das hin. Bei dieser Regel kämpfst du gegen 3 Gegner. Let's go. Keiner kann uns besiegen und wenn jemand uns besiegt, cheaten die. Ganz einfach. Ich sehe da 2 Decks. Warum existieren da 2 Decks? Legen wir zunächst fest, welcher Spieler beginnt. Aber wir haben echt die schwächste Karte bekommen. Wenn er eine 6 bekommt... Okay, er hat keine 6 bekommen. Wir brauchen eine 6. Ich hätte gerne eine 6, damit wir schon richtig stark... Ne, wir wollen keine... Wir wollen eine 6 und eine 7 haben. Ja, wir haben nichts zu verlieren, glaube ich. Die Blätter von allen Spielern werden in die geteilte Ablage gelegt. Cool. Ha! Geil. Ich hätte gerne die 8, die 7 und die 6 hätte ich gerne. Aber passt auf, Freunde. Ich habe ja auch schon Voice of Cards 1 und 2, sagen wir mal, gespielt. Und eine 10. Oh. Und ich glaube, ich bin auch mal bis hierhin gekommen. Und immer kurz vor Ende wurde irgendwas gemacht, das mich so gekillt hat, weil dann die Karten einmal im Kreis gedreht wurde. Das heißt, ich hatte das stärkste Blatt und habe plötzlich von den Teammitgliedern, die nicht so stark waren, bekommen und dann war ich einfach Letzter und nicht mehr Erster. Richtig frustrierend gewesen. Und das jedes Mal. Ich habe das paar Mal versucht und es ist jedes Mal passiert. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, sonst weine ich einfach. Wo holen die Leute immer die 10er her? Der hat auch gute Karten. Er braucht nur eine 8 und dann ist das auch richtig stark. Ey, no risk, no fun, ne? Keine Wirkung.
Das ist das Problem, ne? Wir können nichts machen. Dann nehmen wir lieber erstmal 4 Punkte. Das Blatt eines ausgewählten Gegners, der er in seiner nächsten Zugphase erhält, geht verloren. Der ist zu stark. Okay. Aber wenn diesmal so ein Switch wieder kommt, wäre es nicht so schlimm, weil wir ja die stärkste Karte, also aktuell das stärkste die stärkste Hand bekommen würden. Eine Karte aus... Okay, machen wir ihm hier. Jo. Ich denke, wir machen 10, 9, 8. Zehn, 9, 8. Wähle den Gegner, der einen mal aussetzen soll. Der hier. Und wir legen die 5 ab. Weil wenn wir die 8 ablegen würde, würde der nächste richtig viele Punkte bekommen. Tja. Oh. Der hätte doch viel bessere machen können. Wie 6, 7, 9. Oder 7, 8, 9. Ha, der muss aussetzen. Hihi. Wir machen das nicht mehr. Wir riskieren das nicht mehr. Ich sehe schon kommen. Ich sehe die Karte kommen, die sagt Arschkarte. Ich möchte einfach keine Karten mehr. Warte. Ach, die Reihenfolge wurde nur geändert. Nein. Ich glaube, 2 mal 9 ist das Schlechteste, oder? Viel Spaß mit dem Stream. Lass es dir gut gehen. Danke, danke schön. Dir auch. Die Reihe einer Gegner wird zerstört. Skill mit sofortiger Wirkung. Ja, dann den hier.
zurück. Wir können zurück. Wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben gewonnen. Yay, ein Applaus für mich. Yay. Dankeschön. Was bekommen wir als Geschenk? Komm, kriegen wir diese komische, cute Figur von unserem Kuscheltier? You're really good. The boy beams, placing a commemorative prize in your hand. Ach, wer braucht denn so einen Tisch? Ach Mann, ey. Oha, oh Gott. So, Freunde, nächstes Mal gehen wir wieder in eine Spielhalle. Die Tradition müssen wir beibehalten. Am Anfang des Streams erstmal in eine Spielhalle. The group arrives at the place where Trollis obtained the liquid, but there seems to be nothing there. Did Trollis bring all of it back in one trip? As you mull your thoughts, Polka suddenly points. Look there. You take a closer look and see that there are cracks running through the rocks. They just might break open if hit with enough force. Wer soll den Felsen zerstören? Ich glaube, unseren super toller Boy, den wir alle lieben. Legol grunts in affirmation and then starts hitting the rocks. Over and over again he pounds on them until blood oozes from his fist Oh nein! and flecks of it splatter the stones. Oh nein, das wollte ich nicht, dass er anfängt zu bluten. Oh nein! Oh nein! With a cracking sound, the rocks break apart. You can continue on. Aber wenigstens hat er das hingekriegt. Beyond the rocks, a barren waste stretches out before you. The party decides to press on through the arid expanse in hopes of finding a place to rest and eat. Finde die Stadt in der Ödnis. Okay, bevor wir da hingehen, möchte ich kurz gucken, ob wir hier irgendwas noch aufdecken könnten. Natürlich können wir Dinge aufdecken, Freunde. Ein Götterglückstalisman. Nach einem Sieg entdeckst du garantiert ein... Oh mein Gott. Freunde, ich brauche euch. Ja, ist ganz nett, das Item. Können wir noch irgendwas erkunden? Nein, wir haben jetzt alles erkundet, was wir erkunden konnten. Dann ab zum Ödland. Möchtest du dich hierhin fortbewegen, Ödnis? Yes. Let's go. Lecker. Jetzt gehen wir wieder immer einen Schritt nach dem anderen und kriegen tausende Kämpfe. Aber für die Leute, die neu hier sind, können sie zum ersten Mal den Kampf sehen. Battle time. Oh, die sind lila. Oh mein Gott, wir brauchen sie. Los, Pixie. Peek. Also für die Leute, die noch keine Ahnung haben, das was ich erzählt habe, mit diese Karten, die waren unsere Monstergegner und die haben wir irgendwann mit Karten mehr oder weniger eingefangen. Aber da brauchen wir ein bisschen Glück. Oh,
Die war scharf drauf, die Schleime auszupeitschen. So, für ihn sagen wir mal, schmeiß mal die Karte. Vielleicht kriegen wir Glück und können gleich vielleicht diesen Schleim als Karte bekommen. Mal gucken. Chat, wenn ihr wollt, wenn wirklich jetzt gleich eine Truhe kommt, könnt ihr entscheiden, welche Truhe wir nehmen. Bitte komm, eine Truhe. Bitte, 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 Spiel. Bitte, bitte, Spiel. Bitte. Nein, das ist keine Truhe. Bitte, Spiel. Nein. Keine Truhe. You've come across a river. A river that is somehow fully ablaze. There won't be any drinking this water. Polka's curiosity is piqued. He shouts, "But water cannot burn. It defies scientific reason." Next to him, Trollis's nose twitches. Ich rieche leckeren Duft. She's evidently located something with her keen sense of smell. There might be food nearby. The party opts to trust in Trollis's nose and heads off in the direction she indicates. Finde etwas zu essen und gehe an den Ort, den Trollis dir zeigt. Okay, wir genau nicht dahin, wo sie uns das zeigt. Doch, gehen wir hin. Ah, da ist die Stadt. Okay. Scheiß auf die Stadt. Wir müssen die Karte aufdecken. Aber in der Stadt können wir neue Monster kaufen. Battle time. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Oh mein. So, wir werden jetzt 100%ig eine Truhe bekommen. Freunde. Ich gebe euch die Auswahl links, rechts oder Mitte. Wenn Mitte nicht existiert, müsst ihr links oder rechts nehmen. Das Einhornmaus ist schon mal besiegt worden. Bitte, Würfelgott, gib mir eine 6. Sie gibt uns sogar eine 10, finde ich. Noch besser. Oh. Donner ist das Element, was er nicht mag. Interesting. Ja, jetzt kommt... Ach nee, wartet. Ich mag sie. Ich finde vom Aussehen sie sehr hübsch. Also nehmen wir sie. So, Truhe, bitte, komm hier. Wir haben ein Item gefunden. Wir haben eine Auswahl. Links, Mitte oder rechts. Und in dieser Truhe können 4 verschiedene Items sein. Wir können Gold bekommen, was wir verkaufen könnten, um dann Geld zu bekommen. Es können Heiltränke drin sein. Es können andere Tränke, Items sein, wie eine Bombe oder ein... keine Ahnung. Aber es könnten auch Karten sein von den Mobs, die wir da gesehen haben. Das heißt, ein Einhornmaus könnte da sein oder so ein riesiger Golem, whatever, was es war. Ich würde... links, glaube ich, nehmen. Ich glaube, ich nehme den links. Verdammte Scheiße. Wir hätten die Mitte nehmen sollen. Okay, was ist das? Erhöht den erlitten... Okay, juckt. Juckt. Ich hätte die Mitte nehmen sollen. Dann nehmen wir halt die Schatztruhe. Ah, Geld! Das nehmen wir immer gerne. Also warum wir jetzt das
das hier alles schon aufdecken, weil wir nachher einfach nur hin und her springen können. See des Feuers. Oh mein Gott, die ist ja hübsch. Können wir sie haben? Oh, die ist richtig heiß. Wortwörtlich. Erstmal Schleimi umbringen. Und jetzt die Feuerdame. Ich hoffe, wir finden eine Truhe und dann müssen wir nur herausfinden, unter welche Karte sie ist. Oh, wir haben ein Item gefunden. Oh mein Gott, schon wieder 3 Auswahl. Pass auf, passt auf. In der Mitte war jetzt das Dings. Ich glaube, es könnte sein, dass es wieder in der Mitte ist. Es könnte aber auch links oder rechts sein. Ich bleibe bei links. Ich hoffe so sehr, dass es links ist. Weil bis jetzt war immer links das Beste. Ah! Okay, ist ja nur Schleim gewesen, aber... Ich mache nur noch einmal. Ooh, I wouldn't want you. Okay, wir dürfen nicht weiter, also müssen wir in eine Stadt hin. Vielleicht kriegen wir da Karten gekauft. You arrive in a city humming with life and bustle. There! Trollis practically falls over with excitement as she whips her hand out to point at the food stall. The stall is stacked high with fresh grilled meats, which are by all accounts the source of the smell she noticed. Was möchtest du tun? Essen gehen? Black smoke billows from rows of chimneys, swirling up into the sky. It looks as though the whole city makes use of the flammable water. Pulka cannot hold back his curiosity. I must inquire as to this comburant water, he says, zipping away. Okay, tschüss, boy. In fact, he zips off quickly enough that you and the others lose sight of him. Shrugging your shoulders, you decide to head off in search of him. Fragt die Bewohner nach dem brennenden Wasser. Bevor wir dies tun, habe ich gehört, wir gehen Monster kaufen. Ja, bitte kaufen. Können wir Monster kaufen? Ah, guckt. Müssten kein Geld ausgeben, hätten wir sie vorher schon bekommen. Naja, verursacht Schaden in Höhe des Angriffs plus 5. Okay, nehmen wir. Verursacht bei einer Augenzahl ab 5 12 Schaden. Warum nicht? So, wir sind fertig mit Shoppen. Wir gehen jetzt noch Ausrüstung shoppen. In den Waffenladen wollen wir. Die Waffe hat die Dame. Die Waffe hat der Boy. Die Waffe hat der Boy auch. Die Waffe hat sie auch. Mehr Verteidigung, aber langsam. Das wollen wir eigentlich nicht. Mehr Verteidigung. Das kannst du auch ausrüsten. Das wäre... Der war so kaufen wir dann für beide. Oh Gott, Entschuldigung. Für den Jungen hier.
Für den jungen Herrn hier. Können wir noch irgendwelche Ringe kaufen, die interessant sein könnten? Ja, höre ich sehr oft. Oh, 5 Leben. Brauchen wir Leben? Ich weiß nicht. Aber Schnelligkeit ist gut. Oh, die Dame braucht Schnelligkeit. Aber dann würde ich, glaube ich, das hier nutzen. Kaufen wir 2-mal. Einmal für dich. Nein, wir kaufen das nicht 2-mal. Die Verteidigung sehe ich gerade für den Loot da. Ja, finde ich okay. Brauchen wir noch Items? Haben wir Items zu verkaufen? Das ist eher die nächste Frage. Wir gucken mal, was wir verkaufen könnten. Items. Nein, wir können nichts verkaufen, in der Theorie. Aber wir können vielleicht was kaufen. Heiltränke sind immer praktisch. Beleber. Wie viele Wiederbelebungs-Items haben wir? Oh, die Teile zu kaufen wäre schon... mal gucken. Wir kaufen noch ein paar. Ja, ansonsten Heiltränke nur noch. Im Besitz kaufen wir noch 3 Stück erstmal. Ja, Freunde, wir sind fertig mit Shoppen. Jetzt können wir die Menschen weiter anlabern. Mensch Nummer 1. Hallo. The woman is lost in thought as she gazes at the flames from a distance. Love and fire are rather similar, aren't they? Naja, man könnte ja sagen, Liebe ist eine leidenschaftliche Flamme. You find her incomparable presence so overwhelming that you are unable to even ask about Polka. Hier ist wieder eine Spielhalle für uns. Heat, heat, heat. He who has the heat controls everything. Heat is everything. The man shouts. Der Mann macht mir Angst. This city is hot enough as it is, but the man radiates fervor, making it all the hotter. You ask the man about Polka, and he replies in an encouraging tone. You'll find him. You will. It is essential that you never give up. Da du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Karte Hitziger Mann hinzugefügt. Wollen wir lesen, was da noch steht? Charakter war das. Hier ist der hitzige Mann. Einst lebte der Mann vor der Monsterjagd, doch nach einer Beinverletzung setzte er sich zur Ruhe. Nun führt er ein angenehmes Leben und hält stets einen Stock in der Hand. Sein Ruhestand rettete vielen Abenteuer das Leben, denn um sich das Geschäft mit der Jagd zu sichern, tötete er so manchen Abenteuer, der ihm die Belohnung abspenstig machen wollte. Oh, okay, ich verstehe, warum ich Angst vor ihm hatte. Dann entfernen wir uns mal von... Wartet. Ich habe doch Monster vorhin gekauft. Warum rüste ich sie nicht aus? Girl. Nimm die kleine Maus. Und den Oger.
Wir entfernen uns von diesem Mann und gehen hier hin. The young man is mumbling something. Listening carefully, you put the snatches of audible words together. It sounds as though he is unhappy about the local aristocrat. Apparently, said aristocrat is monopolizing the tinder water supply and reaping massive profits from it. You ask the lad about Polka, and he answers quickly. He ran off toward the pet shop. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Wir müssen noch den letzten Menschen ansprechen hier. The wise old woman offers cautionary words. You'd best be careful. The flame primal dwells in the lake of fire. Die Blume, die sie in der Hand hat, ist sehr schön. You ask the woman about Polka, and she replies, "Why, he and I were speaking until just a short while ago." He's probably still nearby. You thank the woman and take your leave. Da du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Karte Gelehrte als Frau hinzugefügt. Lesen wir auch natürlich, bevor wir dahin sollen, wo wir hin sollen. Eine alleinstehende alte Frau, die mit allen Geschehnissen in der Stadt der Flammen vertraut ist. Sie erzählt jedoch mit lauter Stimme, was sie weiß, ob man will oder nicht. Dabei hielten die Leute sie von ihr fern, doch die Frau ändert ihre Strategie auf kluge Weise. Seither gibt sie vor, weise zu sein und wartet, bis Reisende sie ansprechen. Dann gehen wir mal hier hin. You locate Polka in a state of considerable excitement as he observes a burning pond. He notices you a moment later and starts chattering rapidly. This town is incredible. They use this combustible water as an energy source to make their living. And what's more, he goes on without taking a breath. It doesn't sound like his rambles are anywhere close to finished. But then... Suddenly, the sound of children weeping reaches your ears. It sounds like it's coming from a back alley. Ich finde, Maybe go and check on things? ich habe das weinende Kind gut hingekriegt. Finde die weinenden Kinder in der Stadt der Flammen. Okay, gefunden. In the back alleyway, two emaciated children stand alone, with naught but the clothes on their backs. They look to be siblings. Great tears stream down the boy's face. Between sobs, he explains that their mother and father both died of illness. Orphans, not uncommon in big cities like this, Legol says. Es wirkt ziemlich kalt von ihnen, wie das so sagt. Something akin to a vice grips your heart, and you wonder if there is some way you can help them. Wie möchtest du den weisen Kindern helfen? Etwas zu essen geben? Fröhlich tanzen? Den Adligen um Hilfe bitten? Ich glaube, das ist die einzige Lösung. Und eine sehr schwierige You Aufgabe. hit upon an idea. Why not ask the aristocrat making huge profits from the tinder water for assistance? Geh zum Anwesen des Adligen im Südwesten der Stadt der Flammen und bitte ihn um Hilfe.
der du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Karte Waisenkinder hinzugefügt. Boing, boing. Verehrter Reisender, habt ihr etwas zu essen für mich? Nein? Ich weiß, mir hat noch nie ein Reisender etwas gegeben. Verehrte Reisende, ihr habt so schöne Kleidung. War sie teuer? Was ich mir von dem Geld wohl alles zum Essen kaufen könnte. Oh. Wäre die richtige Antwort Essen gewesen, statt die Adligen zu fragen? A well-dressed man of clear sophistication and means emerges from the manor, and he seems willing to listen to you. You bring up the plight of the city's orphans. The man listens to your story and then hangs his head. I would love to do something, truly I would. But you see, my own child... He explains that his son is bedridden, stricken with an illness of unknown origin. The aristocrat's mind seems fully preoccupied with thoughts of his own child. Wie willst du ihn überzeugen? Herr Remus soll sich darum kümmern, auf die Tränendrüsen drücken. Ich glaube, wenn unser Remus quatschen würde, würde er nur genervt sein und gehen, weil er so viel labert. Aber wen juckt es, wenn da andere Personen heulen? Naja, dann heulen wir. You appeal to the man's better nature, tears welling up in your eyes. In reply, he sheds a single tear of his own. Would that I were a better man, the sort who could prioritize orphans over my own flesh and blood. Also müssen wir den Loot nutzen. At a loss, you look over at Polka. He catches your glance and then offers to examine the aristocrat's child. Ah, so war es also gemeint mit wir schicken ihn vor. Polka Das soll Art explains that he spielen. has some medical knowledge, and the man practically leaps on him, desperate enough to cling to any ray of hope. It looks as though Polka will be performing an impromptu medical exam. Einige Minuten später. According to Polka, the aristocrat's child has been poisoned. The man's jaw falls open. That cannot be. My household employs silverware that reacts to poison in food. Was kann dann der Grund sein? Eine Pflanze, ein Monster, giftige Lebensmittel. Stimmt, giftige Lebensmittel. You suggest the possibility that the child may have picked up and eaten something they found lying around outside. Could well be, Legol agrees, a mysterious look on his face. However, the aristocrat vehemently denies the possibility. Dann eine Pflanze. You raise the possibility that there could be some kind of poisonous plant nearby. Polka, however, denies this possibility. He hasn't seen any plants at all around the city, much less poisonous ones. Naja, wir sind anscheinend sehr super und nehmen einfach jede Antwort, die nicht richtig ist. Naja, dann ein Monster. You suggest the possibility that there could be a venomous monster nearby. At this suggestion, the aristocrat blurts out, "The flame primal. It exudes a toxic gas."
Polka explains that if the source of the poison was indeed somehow the flame primal, it might be possible to craft an antidote from its body. And then, as though struck by an idea, he adds, and perhaps as a thank you for my doing so, we might discuss aid for the poor orphans of the city? Yes, of course. Seeing the aristocrat's immediate response, you can't help but be astonished by Polka's wisdom and negotiating skill. Upon leaving the manor, Polka explains, with no small amount of pride in his voice, "My own investigations indicate that the flame primal is in the lake of fire to the northwest of the city." It seems like his running about all over the city wasn't for nothing. Begib dich nach Norden und untersuche das Gift am See des Feuers. Okay. Vorher gehen wir nochmal in ein Gasthaus. It's 50,000 gold pieces for the night, a voice snips as you enter the inn. Okay, wir bleiben doch nicht hier. Your jaw drops. Oh, I'm only kidding. My other business brings in so much coin, I let people stay for free, the innkeeper says, Wie laughing gütig die heartily. Frau. You figure it's best not to argue, and resolve to stay the night on the innkeeper's largesse. The party takes leave of the inn, feeling rested and refreshed. So, jetzt können wir das Feuerbiest besiegen gehen. Wir sind voll geheilt, munter und können alles besiegen. Ich glaube an uns. See des Feuers betreten? Ja, natürlich. Polka warns, don't breathe too deeply here. The very air could be noxious poison. Erstmal tief Luft holen. Ah. Dringe tiefer in den See des Feuers vor. Feinde, besiege sie alle. Nach einem Sieg entdeckst du garantiert eine Schatzkarte. Okay. Battle time. Schatzkarte, Schatzkiste. Hello. Sieht echt Kackkarten. Gott sei Dank dürfen wir vorher noch angreifen. So, jetzt kriegen wir eine Schatztruhe. Das letzte Mal, dass wir links nehmen. Ja, wir haben jetzt eine Karte bekommen. Super. Oh mein Gott. Wie weit runter geht's hier? Da wollen wir hin. Okay. Dann gehen wir trotzdem erstmal nach oben. Tja, Freunde, das wird jetzt lange dauern.
süß, dass die so wenig Leben haben. Die Grünen. Aber kriegen die nicht besiegt. What the hell? Wenigstens hat keiner Damage bekommen. Nett, nett. Ich glaube, wir können hier nicht weiter. Ist nur eine Vermutung. Also, wir werden gezwungen, weiter nach unten zu gehen. Okay, Spiel, okay. Yeah, why not? Nom. Wind, ich rufe dich. Puste diese Gegner weg. Hat funktioniert. Nein, Gegner. Sie haben uns. Aber die Windkarte scheint recht gut zu sein. Klar, Plätsch. Und jetzt pusten wir die Gegner wieder weg. Ja, ich bin irgendwie sehr zufrieden, dass wir diese wundervolle Dame haben. Und wir haben ein Level Up. Erlittener Schlichtschaden wird um 5 verringert. Oh, das ist nett. Okay, die Rückseitentext, bla. Von dem Monster wurde auch wieder aktualisiert. Ich würde sagen, wir gehen weiter nach unten. Kleine süße Frösche, wie niedlich. Aber diese Frösche werden mir schon zeigen, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise, wo der Wind pustet. Halt hinaus! Los! Gerade so noch die 10. Wir haben ein Item gefunden. Links. Verdammt, rechts wäre die Antwort gewesen.
That'll Das ist time. eine Feuerschildkröte. Das sieht schon cool aus. Auch wenn wir schon eine Schildkröte haben, finde eine Feuerschildkröte schon lustig. Ob der auch Verteidigung dann noch hätte? Werden wir nie herausfinden. Also jetzt noch nicht. Ereignis. You pick up a scrap of paper you spot by your feet. Against all odds, it hasn't burnt to ash. It appears to be part of a crudely drawn treasure map. A sketched treasure chest lies between a lake, white mountains, and rocky crags. Der Zettel ist ein Fetzen, eine einfach gehaltene Karte. An einer Stelle, die von einem See, einem weißen Berg und hohem Felsen umgeben ist, ist eine Schatzkiste eingezeichnet. Okay. A treasure map! Everyone shouts at you in unison. You slip the scrap of paper into your pack and make a mental note to keep an eye out for the location the doodle depicts. Eine Karte eines Schatzes, der zwischen einem See, einem Berg und einem Wald liegt. Okay. Also eine Truhe für die Zukunft. Würde ich behaupten. Das heute nehmen wir auch ganz gerne. Und die Gegner nehmen wir auch. Get 'em! Los, Wind. Zeig ihm deine Stärke. Vernichte sie und puste sie weg. Naja, nur ein Ding wurde weggepustet. Dann peitsch ihn weg. Ich versuche weiterhin, viele Karten wie möglich aufzudecken. Und der Boy ist echt ziemlich schnell. Vielleicht sollten wir dem Boy die Karte mit dem Wind geben. Wäre halt sehr nützlich, glaube ich. Dann let's go. Ich beschwöre dich, Wind. Puste unsere Gegner hinfort. Hat wundervoll funktioniert. Oh, sie ist jetzt auch Level 10. Neues Talent. Stellt bei jedem Angriff 4 der eigene KP wieder her. Gefällt mir. Ich lasse ihn nur noch angreifen. So, passt auf. Ich vermute, dass hier so ein Felsen ist, aber ich bin mir nicht sicher.
Monsters bar the path. That said, it doesn't look like they've noticed you yet. They probably don't see many humans around here, given that the lake is surrounded by fire. They're completely oblivious. Wir greifen die einfach von hinten an. Taking care to be as quiet as possible, you steal close to the monsters. Yeah! Ich hoffe, wir kriegen Vorteile. Wie zum Beispiel ein Damage Boost oder so für die erste Runde. Oh. Versetzt seine Augenzahl ab 6, die Abwehr. Okay. Warum sollten wir Glück haben? Doch. Aber in der Theorie kriegen wir den besiegt. Don't attack. In fact, they look like they're trying to find an opening to make a run for it. Ich will die nicht besiegen. Okay, passt auf. Wir machen jetzt eine ganze Runde aussetzen. Vielleicht fliehen die ja. Ich möchte sie eigentlich nicht besiegen. Sie sind so friedvoll. Greifen uns nicht an. Würdet ihr denn weiter angreifen? Also -4. I see. Nicht unbedingt die beste Zahl. Mir tun die zwei schon ein bisschen leid. Aber die EP schmecken. Wir haben ein Item. Oh mein Gott, ich kann mich doch gar nicht entscheiden. Wir mögen links nicht mehr, also nehmen wir rechts. Verdammte Kacke, wir hätten links nehmen sollen. Er fügt den Angriff die gewürfelte Augenzahl hinzu und verursacht Feuerschaden. Hat sich nice angehört. Dann machen wir das mal so. Ich habe noch gesehen, da ist noch ein Quack-Quack. Ja, mein Quack-Quack. Warte, du hast 5 Karten. Aber sie nicht. Hier ist ein Quack-Quack. Verursacht Wasserschaden in Höhe des Angriffs +2. Oh, dann haben wir mal ein paar Elemente. Feinde greifen uns an. Nehmt euch in Acht.
Battle time. Let's go, Talisman. Ich glaube an dich. Puste die Schleimis weg. Oder auch nicht. So, kriegen wir eine Truhe? Bitte? Yes. Wir nehmen die goldene bitte. Wir nehmen... Oh, warum haben wir nicht... Oh, wir sollen weiterhin links nehmen. Okay. Egal, was jetzt kommt, ich werde immerhin weiterhin links nehmen. Battle time. Ich kann nicht mehr. Einmal vertraue ich links nicht und dann werde ich bestraft. Peitscht den Frosch aus. Und jetzt Schleimi, bitte. Kriegen wir in eine Kiste? Yes, wir nehmen links. Wir haben eine Karte bekommen. Das war das Ziel. Wir wollen Karten haben. Oh, eine Truhe. Hier kommen wir nicht weiter. Die Flammen sind so heftig. You survey the area for some way to cross over and spot an iron bridge collapsed into the burning tinder water. Wird das nicht ziemlich heiß sein? Someone in a time long past built a bridge here, though it has since collapsed from the heat. Suddenly, an idea strikes you. Maybe I can use the steel primal's power to manipulate metal and make it so we can cross. You decide to summon forth the primal's power and repair the fallen bridge. Unfortunately, the pieces left to you are so mangled that no one would rightly identify them as parts of a bridge. Die Brücke ist in 4 Teilen zerfallen. Verbinde die Teile geschickt, um die Brücke wieder aufzubauen. Allerdings müssen die Teile einen durchgängigen Weg hergeben und du kannst jede Form nur einmal verwenden. Welche Brückenteile möchtest du platzieren? You've joined these 2 bridge parts rather skillfully, if you do say so yourself. Polka, however, looks concerned. I think there might be a better way of placing that. If we could just redo it, he mutters to himself. Wenn du einen bereits platzierten Teil gegen ein anderes austauschen möchtest, musst du es von seinem bisherigen Ort entfernen.
Allerdings kannst du nur das an vorderster Stelle platzierte Teil entfernen. Bewegst du ein anderes Teil von das vorderste, hast du die Möglichkeit, das neue platzierte Teil zu entfernen. Ja, aber ich finde das doch okay so. With the steel primal's help, you safely cross the lake of fire. The bridge you've built remains firmly in place. It actually looks quite sturdy. You should be able to use it to cross as many times as you like. As if crossing over a lake of fire weren't enough, your path is once again blocked by flames. You quickly survey your surroundings and see more parts you might be able to fashion into a bridge. You call upon the steel primal once more and prepare to improvise another bridge. Okay. Und dann mal gucken. Wir brauchen erstmal ein Teil, was wir nach oben packen können. Dann brauchen wir das hier. Verdammte Scheiße. Wir haben ein Item falsch gemacht. Ja, das wollen wir auch ändern. Das war das falsche Item. Wir müssen die hier hinlegen. Dann das hier wieder. Dann den. Und dann das hier. You've made it once again. But before you can celebrate, you're greeted by an expanse of tinder water. You summon the steel primal a third time and hope this is the last bridge you need build. Ja, ich dachte, wir spielen so ein Kartenspiel und nicht ein wir bauen Brücken. But the pieces the primal hauls out of the tinder water don't look like they'll fit together. You look back at the bridges that brought you here. Alas, you've built them too well. They won't come loose from the rocks, so you'll have to make do. Trollus, seeing the worry on your face, chirps encouragingly. Search. We will find. Must be way. Welche Brückenteile möchtest du platzieren? Aktuell noch keine. Inside is impossibly a bridge part. You should be able to use this to get further across the tinder water. Cool. Dann springen wir hier hin und entfernen das. Oh, ein Feuerring.
Trollis gazes intently at you. She's noted your mastery of the steel primal's power. She explains that ever since she was picked up by the circus at a young age, she's trained as a beast tamer. However, as she puts it, she has not managed to improve in the slightest. Sehr schwer. Verstehen einfach nicht, was ich will. She asks you to give her some pointers on how to get monsters to obey, and you reply, Du befiehlst und sie gehorchen? Ganz einfach? A massive monster wreathed in flames rises from the lake. Das It's hübsch. shrouded in such heat and fury that you can scarcely turn your eyes to it. Also das Monster sieht echt cool aus. This is, in all likelihood, the Flame Primal. Your party readies their weapons and prepares for a fight. In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde ein Ereignis ein. Slay this beast for the children! Für die Kinder! Gift, das sie einen Schaden befügt. Danke, Spiel. Ich glaube, Wasser ist eine Schwäche. Sometimes you get lucky. Let's go, Wasserschaden. Wie ich mir dachte. Hallo? Spiel, ich fühle mich ein bisschen gemobbt. You can't tell if it has something to do with the primal, but poison is slowly coursing through you. You must end this battle quickly. Ich heile uns einfach mal. Wir machen ihn wieder nass. Ha, 69. Aua. Komm, bitte, bitte Spiel. Dankeschön. Wir gleichen das einfach ein bisschen aus. Und sonst weiterhin Wasser drauf.
speichern. Oh boy. Die Gruppe heilen, würde ich mal sagen. Statt Wasser nehmen wir ihn hier jetzt. Ja, ist okay, ist okay. Nett, 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 nett. Aua. Aua. Wir heilen unseren Kollegen hier. Bei ihm tut das mehr weh als jetzt die zwei anderen. Die heilt sich ja noch nebenbei. Los! Hydropumpe! Aua. Los, bis! You've managed to gain the advantage on your foe, but suddenly you feel as if suffocated and fall upon one knee. Your poisoned body is screaming, raging in protest. The flame primal clearly isn't going to let this chance pass it up, and it begins amassing power. Vorsicht! Akari! Weich aus! Links ist die Antwort immer. Barely thinking, you go left, attempting to dodge the primal's attack. But your foot catches on something, and you trip. You shut your eyes, believing this might be the end of you. Wehe, springt mein Loverboy But the davor. pain you brace yourself for doesn't come. You wonder what's happened, and open your eyes to see. Nein! Trollis, you scream. She turns to you and gives a pained smile. Euch beschützen. The acrid smell of burning meat assaults your nostrils, and Trollis cries out in anguish. Still, she desperately musters her strength and pushes back the flame primal. Trollis has given you and your friends a chance. You stand, and together you and your comrades attack the primal with all your strength. Los, wähl deine Karte und sag, komm in meine Karte rein. Ihr seid stärker als ich. You've done it. You've beaten the flame primal and sealed it within a card.
The flames upon the lake begin to recede and then blink out entirely. Perhaps because you've beaten the flame primal? You see Trollis crouching on the ground and run over to her. "Are you all right?" you ask. She totters to her feet. Oh Mann. Having rather shrewdly managed to gather some of the flame primal's bodily fluids during the fight, Polka immediately sets about inspecting it to determine its composition. Was kann das denn zu bedeuten haben? To the great surprise of all, he does not detect any trace of poison in the fluid. Could something else be the cause? Finde heraus, woher das Gift stammt. Du kannst die wegweisende Glocke nicht mehr einsetzen. Hey. Polka collects some of the lake water in a bottle. He then busies himself dipping various papers and medicinal compounds into the bottle. At length, he makes a curious face. Sagt ganz ruhig, das Wasser ist vergiftet. Das Gift stammt aus dem brennenden Wasser. Ha! Ich wusste es. According to Polka, burning the water releases toxins that accumulate and can cause fatal harm to the human body. Your party decides to head back to the City of Flame and inform the aristocrat of your findings. Erstatte dem Adligen in der Stadt der Flammen Bericht. Jawohl. Du kannst die wegweisende Glocke nun wieder einsetzen. So bevor Menschen vielleicht getriggert sind und sagen so, nein, wir decken doch nicht alle Karten auf. Das sind nur Steine, Freunde, das sind nur Steine. Die tun euch nichts. Ja. Aber das heißt nur, wir können weiter runtergehen. Weil das Feuer ja jetzt hier aus ist, können wir hier lang gehen. Wollen wir dies wirklich tun? Und wir dürfen... Ach, das stimmt, das ist ja Wasser. Wir können doch nicht da vorbei. Ja. Ich dachte, wir sind einfach schlau und können einfach With the rüber. flames of the lake extinguished, those of the pond in the center of the city have also gone out. The people seem frantic to reignite the tinder water once more. Weird. Polka's medicine succeeds in stabilizing the child's condition. However, he is quick to indicate that it is but a stopgap measure. Polka advises that, should they wish to prolong the life of the child and of all those in the city, they must stop using the tinder water. The aristocrat shakes his head and says, "That we cannot do." Wie reagierst du da drauf? Warum ist das unmöglich, aber dein Kind? You calmly ask, why? He explains that the tinder water is the basis of all life here in the city. The city would fall into decline if they were to stop using it, and most of the citizens would be set adrift with no means of supporting themselves. I am in charge of this city, and I cannot stop our use of tinder water. Even if it costs the life of my child. Irgendwie muss das Dilemma doch zu lösen sein.
Ermo Rat fragen, Tarlis Rat fragen oder den Adligern. Ne, wir fragen den Polka's Experten. voice is quiet. I cannot claim to understand how those who rule over others make their choices. Okay, dann fragen wir unser schönes Ding, was sich für uns geopfert hat. Trollis scratches her chin, clearly racking her brain. She replies at last, Okay, dann fragen wir halt den No, no. Adligen. So. You ask the man if there is some way to resolve this impasse. He grimaces and makes a self-deprecating snort. Maybe if Nuterra existed, then all would be solved. Neutopia, was soll das sein? Ist das ein Arznei? Ist das Nachtisch? Ist das ein Ort? Das hört sich nach einem Ort an. Ist Neutopia ein Ort? Fragst du. You ask if Nuterra is some kind of place, and Polka nods. Polka explains. Nuterra is said to be a mysterious land abundant with all manner of resources. The aristocrat picks up the thread. Scholars claim it exists beyond the river to the northwest. Okay, bis später. Viel Spaß noch. But none who go there ever return. With that, the man gives you a large amount of food and sends you away from the manor. Dankeschön, Dankeschön. Ihr habt Folgendes erhalten. Haufen von Nahrung. Aber das können wir die Obdachlosen geben. Also nicht Waisenkinder, nicht Obdachlose, Waisenkinder. Ja. Wir bringen das Essen den Kindern. Da du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Karte Adliger hinzugefügt. Hier oben sind die Kinder. You hand the food out to the orphans. How did you get this? The boy asks. You explain that you received it as a reward from the aristocrat. Hearing this, the boy blurts out, I'm going to use the burning water to get rich too. The boy mentioned that his parents died due to illness. Likely they were stricken with the toxins from the tinder water. Also Just like the aristocrat's child. Ich vermute, dass sie auch gestorben sind an dem Gift. Was sagst du zu den Jungen? You tell the boy that the tinder water isn't good for him, but he replies, I don't care. Oha. Was nützt mir morgen einen gesunden Körper, wenn ich heute verhungere? The boy thanks you for the food and runs off with his sister. Polka has a difficult-to-read expression on his face. Let's at least hand out the medicine, he suggests. You nod without uttering a word. Verteile die Arznei an die Bewohner der Stadt der Flammen. With a trembling hand, the knowledgeable old woman strikes a knife against stone, muttering, This'll get it burning. I'm sure it will. You offer some medicine to the old woman, but she puts up a hand and refuses it. I'm afraid I don't make a habit of taking medicines I've never seen before. The lad is all smiles and mirth, claiming that if he were to invent a tool to start fires, he could make a killing. Despite his sunny attitude, though, he looks quite unwell.
You give some medicine to the ambitious young man, and he is jubilant. Yes, I can work even more now. Irgendwie sind die Leute sehr weird. Bitte nicht. Bitte brenne weiter. The passionate woman is screaming herself hoarse, coughing and sputtering as she points in shock at the pond where the fire has gone out. The woman accepts the medicine from you. With a pained wink, she says, not that this medicine could cure love sickness. Ich glaube, sie hat ihr Liebsten am Feuer verloren oder so. The fire in my heart has gone out with all the rest, the man mutters before sinking to the ground, his arms hanging limp. You offer some medicine to the man, but he keeps repeating, "No, I'm good," as though in a delirium. I'm gonna get rich and buy my sister all the yummy food she can eat, the boy tells you. You offer medicine to the children, but their faces drop. This won't fill our tummies, they say with considerable disappointment. Ach, weh. It doesn't look like the people of the city are going to stop using tinder water anytime soon. The medicine you shared with them may provide little more than brief peace of mind. I can't believe they won't give it up. They know it's poisonous, you say in a low, pained voice. Legol gives you a sympathetic thump on the shoulder. You look up at him and ask, "Do you think everyone could be happy if we went to New Terra?" His denial is immediate and assured. New Terra is a fairy tale. You answer him in a small voice. Ich werde Neutopia finden, denn dort wartet die Hoffnung. Polka looks positively delighted. Why, yes, now that calls to my scholarly soul. Trollis seems equally on board. I go too, she says, smiling. Oh, sie nennt uns Meister. In the face of your united enthusiasm for the idea, Legol grunts, "Fine, if you insist." You and your friends have made up your minds. You shall seek New Terra and whatever hope it offers, believing it exists just like the stars in the sky. Entferne dich von der Stadt der Flamme. So, Freunde. Wir wollen Neutopia finden. Doch das suchen wir erst im nächsten Stream. Denn jetzt machen wir Schluss. Speicher noch. Das mache ich recht wenig und sehr selten. Aber ja. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und gucken, ob wir das Märchen finden können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage nun, ciao, ciao!